Martial Arts, Martial Arts. Ah, das ist so brutal, der Mann. Jetzt alle! Irgendeiner? Bock auf Bondage? Arschloch. Das alles jetzt in meiner Ranking-Show. Die Final Fantasy-Reihe hat RPGs auch außerhalb Japans sehr populär gemacht. Der erste Teil erschien 1987 für das NES. Mittlerweile gibt es 14 weitere Teile der Hauptserie und Final Fantasy zählt zu den erfolgreichsten Videogame-Franchises. Beliebt ist die Reihe vor allem für ihre fesselnden Stories, die von jeweils neuen Charakteren erzählt werden. Grund genug, um in der heutigen Folge von Spielemanns Ranking Show einen Blick auf die 5 besten Heldinnen und Helden aus dem Final Fantasy Universum zu werfen. Denn jede Story steht und fällt mit der Qualität ihrer Protagonisten. Platz 5: Tifa Lockhart aus Final Fantasy VII. Als erste weibliche Heldin in einem 3D Final Fantasy hat Tifa sowieso schon Geschichte geschrieben. Tifa dürfte der Fangemeinde vor allem für ihren Mut und ihre fürsorgliche Art in Erinnerung geblieben sein. Die top ausgebildete Martial Arts Kämpferin würde alles opfern, wenn sie dadurch diejenigen retten und beschützen könnte, die ihr am Herzen liegen. Martial Arts, Martial Arts, Martial Arts, Martial Arts, Martial Arts, Martial Arts, Martial Arts. Auch wenn Tifa ordentlich austeilt und zu den stärksten Charakteren im Spiel gehört, ist sie tief im Herzen äußerst zurückhaltend und es fällt ihr auch Cloud gegenüber schwer, ihre wahren Gefühle auszusprechen. Nicht umsonst trägt sie den Nachnamen Lockhart. Ah, deswegen heißt denn Frau so. Moment, heißt denn Schweinsteiger deswegen auch Schweinsteiger auch? Platz 4: Vivi Ornithir aus Final Fantasy IX. Der freundliche kleine Schwarzmagier zeichnet sich durch seine strahlend gelben Augen aus, die von dunkler Materie umgeben werden. Trotz seines jungen Alters von gerade einmal 9 Jahren wird er von permanenten Selbstzweifeln geplagt, die ihn während seines gesamten Abenteuers begleiten. Ähnlich wie seine Angst vor Luftschiffen. Vivi leidet nämlich an Höhenangst. Höhenangst? Sowas kenne ich nicht. Für mich geht es immer nur nach oben. Vivi ist von zurückhaltender und besonnener Natur. Dennoch ist nicht mit ihm zu spaßen. Im Kampf gegen Black Waltz zeigt er, welche Kraft und Wut in ihm steckt, nachdem dieser zuvor Dutzende seiner Artgenossen vernichtet hat. In mir steckt auch viel Kraft. Und Wut. Vor allem Wut. Und Ruth. Ruth steckt auch häufig in dir. Wie tief stille Wasser sein können, zeigt Vivi auf ganz besondere Art und Weise und deshalb hat er sich seinen Platz in dieser Liste redlich verdient. Platz 3: Lightning aus Final Fantasy XIII. Zwar wurde Lightning als weibliches Pendant zu Cloud Strife erschaffen, doch bis auf eine militärische Vergangenheit und einen ebenfalls kühlen Charakter sind die Ähnlichkeiten eher gering. Nach dem frühen Tod der Eltern entwickelte sich Lightning zu einer schroffen, leicht arroganten Einzelgängerin. Doch im Laufe ihres Abenteuers gelingt es ihr zunehmend, eine engere Bindung mit ihren Mitstreitern aufzubauen. Apropos Bindung. Hat eigentlich einer Bock auf Bonding oder gar Bondage? Irgendeiner? Bock auf Bondage? Niemand? Niemand Lust auf Bondage? Kommt schon. Bondage! Bondage! Nein? Ihre zunächst äußerst abweisende Art basiert zudem auf einem tiefgründigen psychologischen Twist. Sie fürchtet sich davor, nicht alle beschützen und retten zu können. Umso bemerkenswerter also, dass ihre charakterliche Entwicklung im Laufe der Saga darin gipfelt, dass sie das Schicksal der gesamten Welt in ihren Händen hält.
Jetzt alle! She got the whole world in her hand. 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 Platz 2 Squall Leonhard aus Final Fantasy VIII. Squall ist Teil einer Elite-Söldnereinheit und überzeugt durch erhebliches Geschick und körperliche Kampfkraft. Kein Wunder also, dass er mit seinen Skills zahlreiche Gegner zur Strecke bringt. Doch Squalls Leben verlief nicht immer so reibungslos. Aufgewachsen als Waisenkind hatte er während seiner Jugend zahlreiche Probleme, die vor allem auf seine introvertierte und schweigsame Art zurückzuführen sind. Aber meine besten Freunde aus der Grundschule war auch sehr schweigsam. Aber das war keine Waisenkind, das war eine Schwarzenkind. Die Einberufung in die Eliteeinheit zwang ihn schließlich, sein Leben als Eigenbrötler aufzugeben und sich mit seinen Mitstreitern zu arrangieren. Seine tiefgründige Lebensgeschichte und Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Entwicklung machen Squall zu einem der spannendsten Charaktere der Final Fantasy Reihe. Für mich ist Squall höchstens aus medizinischer Sicht interessant. Squall Leonhard hat Blutgruppe AB. Sehr selten. Amateure. Wer hätte die Pole Position in dieser Top 5 mehr verdient als das Gesicht der Final Fantasy Reihe? Cloud Strife aus Final Fantasy VII. Glückwunsch! Doch so innovativ. Aha. Hätte ich die Hände frei, würde ich klatschen. Aha. Oh, mein dritten Kind. Nein, meine vierten Kind heißt auch Cloud. Aber nicht wie Cloud Strife, sondern wie Jean-Claude Van Damme. Ah, der ist so brutal, der Mann. Das ist so brutal. Final Fantasy VII war zu seiner Zeit ein echter Meilenstein des RPG-Genres und vor allem ältere Spielerinnen und Spieler blicken bis heute nostalgisch auf das gemeinsame Abenteuer mit Cloud zurück. Ist Cloud Strife wirklich der beste Charakter der gesamten Final Fantasy Reihe? Vermutlich nicht, und dennoch steht er repräsentativ für das gesamte Franchise. Ist Spielemann wirklich der beste Charakter aus Spielemanns Ranking-Show? Vermutlich nicht. Und dennoch trägt die Show meinen Namen. Dieses egozentrische, selbstverliebte Arschloch. Das sind meine persönlichen Top 5. Stimmt ihr zu oder seid ihr anderer Meinung? Teilt es mir mit. Ich freue mich über all eure Beiträge im Kommentarbereich.